Europa. Gerade in Zeiten von Protektionismus und Handelskonflikten wird die Staatengemeinschaft und die Idee dahinter immer wichtiger. Europa bedeutet Gemeinsamkeit, gemeinsame Interessen verfolgen, gemeinsam handeln, ein gemeinsames Finanzsystem entwickeln. Dabei ist Vorsicht geboten. Werden die Bedürfnisse anderer europäischer Nationen zu wenig gehört? Im Vergleich zu französischen und deutschen Positionen scheint es, dass gerade die Sicht der derzeitigen und zukünftigen Euro-Mitglieder in Mittel- und Osteuropa oft vernachlässigt wurde. Genau dies sollte sich ändern bei der jüngsten ZEW-Lunch-Debate im Herzen Europas, Brüssel. The ZEW has a long and outstanding history of doing research in the area of macroeconomics, also the Eurozone. And I think they have another view on the Eurozone and on the reforms that may be necessary than practitioners may have in Brussels, because they have another role to play. And so bringing those two worlds together via those lunch debates here in our premises is a good way and means to connect the dots and make sure that also the knowledge that exists in the area of research is being brought to the practitioners and to those who take the decisions at the end of the day. Knapp 100 Mitarbeiter von EU-Institutionen, Vertreter aus Wissenschaft, Industrie und von Nichtregierungsorganisationen sowie Medien nahmen an der Lunch-Debate in der baden-württembergischen Landesvertretung teil. 4-mal im Jahr veranstaltet das ZEW das Format und stellt dem Brüsseler Publikum Forschungsergebnisse vor und diskutiert sie mit EU-Vertretern von der Kommission oder anderen Expertengremien. Diese nehmen die Einladung gerne an. As we do research on European reforms, Brussels as the European capital is the optimal place to present our results, as we can get in touch with all the people that are actually responsible for these reforms and discuss our results with them, try to convince them about our findings and get their feedback. Also, it's nice to talk to them to get to know what other issues, topics they have in mind for our future research. ZEW-Wissenschaftlerin Annika Havlik präsentierte Ergebnisse einer groß angelegten Umfrage zu den Reformpräferenzen osteuropäischer Ökonomen. Die ZEW-Studie und der Blick mittel- und osteuropäischer Mitgliedstaaten auf die EU-Reformen war die Grundlage für die weitere Debatte. Yeah, the euro area is looking back at a decade of crisis, and this has definitely not increased the attractivity of the monetary union for the countries of Central and Eastern Europe. And that's why they look with great interest on the emerging reforms of the euro area, and they want to be involved, because otherwise countries like Poland or Czech Republic would never enter the euro area. First, I would say that reform is a necessary condition for being sure that the Eurozone will be more stable and resilient in case of some potential financial shocks, financial crisis, economic downturn, or economic recession. And as for most CE countries, I think the developments in Eurozone are crucial. So I think it's in our vital interest that really this would be completed and some compromise would be found. Diskussionspartner waren die Vorsitzende des tschechischen Fiskalrats Dr. Eva Samrasilova, der EU-Kommissionsberater Dr. Istvan Székely, der Ökonom und Mitglied des Europäischen Fiskalrats Dr. Mateusz Czurek von der Europäischen Bank für Wiederaufbau und Entwicklung sowie ZEW-Ökonom Professor Friedrich Heinemann. Ihnen bot die Studie des ZEW-Teams eine gute Diskussionsgrundlage. Das mit Unterstützung der Brigitte Strube Stiftung realisierte Projekt soll auch etwas dazu beitragen, den Graben zwischen Ost und West zu überwinden. The Brigitte Strube Stiftung has various objectives which are very much shaped by our own experience. My family and I left Europe in 1974 and we left it as Germans. And 15 years later we returned not as Germans but as German Europeans. Our experience has shown us that Europe together is rather strong, that each country on its own is relatively weak. We therefore consider it to be one of the objectives of our foundation to enrich the convictions that we are together, that we are a family of nations
and that the ever closer union of the people of Europe is an objective which all of us ought to be striving for. Die ZDW Lunch Debate in Brüssel, ein einzigartiges Format und ein weiterer Schritt hin zu einem gemeinsamen Europa.